Schau diese Werkstatt an, Daniel ist der Werkstattmann. Alles das auf kleinstem Raum, diese Werkstatt ist der reinste Traum. Hi und willkommen in meiner kleinen Werkstatt. Die ist ungefähr so 2 mal 3 und ein paar zerquetschte Meter groß, also insgesamt irgendwas um die 7 Quadratmeter. Ich habe das hier die letzten 10 Wochen ungefähr gebaut. Und wie ich das gemacht habe und warum ich das gemacht habe, warum ich Sachen so gemacht habe und nicht anders, darum geht es in diesem Video. Und ganz wichtig, ich mache hier ein einziges Video raus. Das wird jetzt nicht irgendwie so ein Mehrteiler und du musst jetzt immer Wochen warten, bis das nächste Video kommt, sondern alles in diesem einen Video. Also ich erkläre dir, wie ich meine Wände gebaut habe, wie ich meinen Rollcontainer gebaut habe, alles drum und dran. Zum Beispiel auch meine Bibliothekleiter und so weiter. Also wie gesagt, einfach alles. Falls du noch Inspiration suchst für deine kleine Werkstatt, dann bin ich mir sicher, dass dieses Video hier genau das Richtige für dich ist. Also machst du bequem, schnapp dir einen Keks, nimm dir ein bisschen Zeit und los geht's. Bei uns in der Garage ist noch so ein kleiner Nebenraum. Das ist der, wo ich jetzt drin bin. Der sah aber nicht immer so aus. Ich habe die im Moment hier komplett einfach zugestellt mit allem, was ich irgendwie finden konnte. Ich dachte, ich stelle einfach alles hier rein und mache ein Riesenchaos. Hat gut geklappt. Was mich aber echt genervt hat, war jetzt gar nicht die Größe, sondern halt der Fußboden. Und zwar war hier drin gepflastert. Hier ist kein Fundament drunter. Hier drunter ist einfach nur weißer Sand. Und deswegen zieht von hier vorne auch halt irgendwie Wasser rein. Also hier ist irgendwie der ganze Boden, sieht man ja selber, sieht halt scheiße aus. Also das Erste, was wir machen wollen, ist alle Steine runternehmen, weißen Sand raus. Dann kommt hier eine dicke Betondecke rein. Das habe ich alles abgeklärt mit dem Bauamt, mit dem Zuständigen, und die haben gesagt, ja, mach mal. Ja, so finde ich es geil. Guck mal, das waren jetzt 8 Wochen in 45 Sekunden oder so. Das ist mein neuer 2K Epoxidfußboden. Komm mal mit, ich zeig dir was. Alles, was hier vorher drin stand, lagert im Moment in meiner kleinen Gartenhütte da vorne oder da in meinem Van. Okay, es gibt hier jetzt eine ganze Menge zu tun. Als allererstes ziehe ich mich erstmal um, weil ich habe seit 8 Wochen diese Klamotten an. Ach. So, da bin ich wieder. Gucken wir uns das Ganze mal in Ruhe an. Was du schon gesehen hast, ist, ich habe einen anthrazitfarbenen Fußboden, ich habe eine anthrazitfarbene Decke und ich habe anthrazitfarbene Wände. Und man sagt ja immer, der Raum wird zu klein oder wird viel kleiner, wenn man die Wände so dunkel streicht. Hiermit kann ich aber verkünden, das stimmt nicht. Der Raum ist genauso groß geblieben, wie er vorher war. 2,10 Meter breit und 3,30 Meter lang. Ich habe hier also jetzt gerade keinen Taschenrechner, um das auszurechnen, aber insgesamt haben wir hier also eine Fläche von so vielen Quadratmetern. Genau, ich habe diesen Raum abgetrennt. Hast du vielleicht gesehen auf dem Video ganz am Anfang, war das einfach ein großer Durchgang. Ich habe mir hier halt eine Wand reingebaut, hier vorne eine Schiebetür reingesetzt. Mit einer alten Tür, die ich mal irgendwann von Kleinanzeigen, eBay Kleinanzeigen mir geholt habe. Komm, wir bauen eine Schiebetür. Wie das geht, das zeige ich dir. Schrauben und bohren, hämmern und sägen. Wir wollen diese Tür bewegen. Eigentlich schwebt die Tür, die Schiebetür. Was kann ich dafür?
Daniel baut eine Schiebetür, oh yeah. Und das ist jetzt da vorne mein abgeschlossener Werkstattbereich. Also falls ich hier mal irgendwie wirklich Dreck machen sollte oder irgendwie was viel mit Staub oder was weiß ich was, Sägespäne, bla bla bla, da bleibt das halt hier drin. Und vor allem, ich habe hier auch direkt, hast du ja auch schon gesehen, eine Tür nach draußen. Achso, und hier ist übrigens nochmal Heizungsraum. Das heißt, wenn ich die Tür aufmache im Winter, wird es sogar noch warm hier drin. Aber genug gequatscht, fangen wir mal an. Und zwar als allererstes mit meinem, ja, ich nenne es mal Wandaufhängungssystem. Wie kommt das Werkzeug an die Wand? So, mein erster Gedanke war, als ich hier angefangen bin, das alles reinzubauen, mache ich hier auch so mit French Cleat. Das heißt, kennst du ja diese Aufhängungsdinger, wo man sich so Sachen baut und dann kann man die da so reinhängen, hinten mit so einem Winkel. Gibt es genug Videos davon. Ich habe mich aber dazu entschieden, das nicht zu machen, aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich ganz einfach der Meinung bin, dass French Cleat zu viel Platz wegnimmt. Beziehungsweise man da doch immer irgendwie abhängig davon ist, ich muss hier was hinhängen und dann kann ich erst da wieder was und dann kann ich wieder da. Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich für mich überlegt, ich möchte es gerne anders haben. Ich habe mir auch einige Sachen gebaut. Das hier zum Beispiel für meine Illustrator-Stifte. Eigentlich ganz einfach gemacht. Ein bisschen einfach ein paar Holzbretter zusammen getackert. Ein bisschen Farbe drauf und dann an die anthrazitfarbene Wand. Apropos Farbe. Ich habe hier ein System verfolgt und zwar habe ich immer, wenn ich auf der anthrazitfarbenen Wand was angebaut habe, das in Holzoptik oder in Teak halt gemacht, also Holz. Und immer wenn ich was auf der holzfarbenen Wand gemacht habe, habe ich halt anthrazitfarbene Dübel oder, naja, Aufhängung genommen auf jeden Fall. Hier halt anthrazitfarbene Dübel auf Holzuntergrund und hier genau das Gegenteil, und zwar holzfarbene Dübel auf anthrazitfarbenen Untergrund. Hier auch Holzfarben auf Anthrazit, Holzfarben auf Anthrazit und hier genau andersrum, Anthrazit auf Holzfarben und Anthrazit auf Holzfarben. Und die zweite Sache ist, ich habe halt dafür gesorgt, also diese Wand hier, da ist ja jetzt gerade die Schiebetür hinter, das heißt, dahinter ist eine Steinwand, eine gemauerte Wand und diese Wand ist im Endeffekt einfach nur USB, angestrichen Anthrazit und dann, ja, alles befestigt, wie ich es brauche. Das heißt, auf der Seite hatte ich schon meine Holzwand, auf der ich halt alles angebaut habe. Hier und auf der anderen Seite habe ich halt mir einfach Leimholzplatten dran geschraubt, damit ich da dann halt später auch dann alle meine Sachen vernünftig dran bauen konnte. Natürlich habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, was ist, wenn ich hier irgendwie was umhängen möchte und so. Aber da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist überhaupt gar kein großes Problem. Hier zum Beispiel habe ich mal was umgehängt. Da kann man das noch sehen. Da habe ich dann ganz einfach einen Dübel reingeschoben mit der Japansäge, einmal vernünftig abgesäbelt. Und dann sah das auch wieder ganz gut aus, finde ich. Aber bleiben wir mal hier vorne. Hier habe ich meine Klemmen aufgehängt. Das ist einfach ein Besenstiel, den ich halt abgeschnitten habe und abgesägt habe und dann hier Löcher rein. Ich habe ein paar große, ich habe auch ein paar kleine. Hallo. Und ich habe hier unten meine ganzen Schraubzwingen. Und dafür habe ich mir einfach hier, also das sind diese Einhandspanner hier vorne, die hier. Also die Einhandspanner habe ich ganz einfach, das ist einfach hier so ein Holzblock, den habe ich an die Wand geschraubt. Und dann die da so dran gemacht, das war schon. Die Schraubzwingen ist im Endeffekt auch einfach nur, ich nehme mal einmal ab, ist einfach nur so eine Leiste, die da vorne an die Wand geschraubt ist, da kann man es sehen, da. Und dann habe ich halt ausgemessen, wie groß das Ding sein darf, dass ich die hier einfach so rüberhängen kann. Zack, und das war schon, da hängen sie. Die große genauso. Hier habe ich noch ein paar kleine davon, also das einfach, total einfach gemacht. Hier oben habe ich ein paar Farbdosen drin. Hier nochmal ein paar Sprühköpfe dazu. Ja. Licht habe ich hier vorne. Das kommt hier oben her und geht dann nach da. Also das war auch ursprünglich schon da. Ich habe dann hier oben noch mal eine kleine Abzweigung gemacht und habe mir hier hinten, das finde ich auch ganz praktisch eigentlich, so einen kleinen Sicherungskasten reingemacht. Also was heißt Sicherungskasten, aber im Endeffekt hat jede Dose eine eigene Sicherung, kann rausfliegen. Ich kann auch, wenn ich die möchte, einfach ausstellen hier vorne. Ausschalten, dann habe ich da, das ist halt die Dose ohne Strom. Okay, machen wir mal hier vorne weiter. Wir drehen mal einmal eine Runde. Also das hatte ich halt noch aus der alten Werkstatt. Warum soll ich es wegschmeißen, wenn ich es noch habe? Ja, kann man halt ganz schön Sachen drin sortieren. Ich habe hier ein paar Vago-Klemmen zum Beispiel. Die kann ich da einfach reinhängen, rausnehmen, mitnehmen. Wie gesagt, hatte ich jetzt schon da und ich habe da irgendwie so, ja, halt Sachen drin.
Bisschen sortiert einfach mal, dass ich die nicht lange suchen muss. Das ist sowieso so ein Thema hier, Sachen nicht lange suchen müssen. Das fand ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ich habe nämlich versucht, alles, was ich wirklich häufig gebrauche, immer in Sichtweite irgendwie unterzubringen. Also zum Beispiel ein Akkuschrauber ist natürlich direkt hier vorne an der Wand. Akkuschrauber, noch einer. Schraubenzieher, Hämmer, irgendwelche hier Bohrer, Gewindeschneider, Zangen und so weiter. Also alles, was man wirklich regelmäßig braucht, habe ich alles irgendwo in Sichtweite. Hier sogar mit Licht, guck mal. Kann man auch so rausziehen. Finde ich auch geil. Natürlich habe ich aber auch ein paar Sachen untergebracht, die man jetzt nicht täglich braucht. Zum Beispiel hier so Jalousienband. Wann brauche ich das denn? Oder hier so ein, keine Ahnung. Aber ich weiß halt, also naja. Ich will eben ganz kurz was sagen zu meinem Werkzeug. Und zwar, man sieht das hier schon, ich habe jetzt nicht alles von einer Marke. Würde ich heute anfangen, mich auszustatten mit Werkzeug, würde ich wahrscheinlich schon darauf achten, alles von einer Marke zu holen, beziehungsweise oder nur Werkzeug zu kaufen mit einem identischen Akkusystem. Das heißt, dass ich einen Akku auch in verschiedenen anderen Sachen benutzen kann. Habe ich jetzt hier nicht. Liegt aber einfach daran, weil ich das Werkzeug, was ich hier habe, teilweise schon seit Jahren habe. Den alten Schwingschleifer hier oben zum Beispiel, habe ich mir mal auf irgendeinem Flohmarkt mitgenommen für 5 Euro oder so. Aber so ist es nun mal. Werkzeugmarken in meiner Werkstatt sind einfach komplett divers. Ich habe jetzt mich da auf nichts festgelegt. Der eine oder andere sagt jetzt, das ist so ein Quatsch, man muss schon alles das Gleiche haben. Das ist ja zum Glück jedem selber überlassen. Ich arbeite mit dem, was ich habe und solange ich da gut mit zurechtkomme, arbeite ich auch weiter damit. Wenn mal irgendwas nicht gut funktioniert, tauscht man es natürlich aus. Aber ansonsten habe ich halt ein buntes Potpourri von verschiedenen Werkzeugherstellern in meiner Werkstatt. Gucken wir mal hier vorne weiter. Also, hier auch einfach nur ein schwarzes Brett an die Wand. 2 Schrauben drin für meine Maßbänder. Das Ding hier finde ich auch total geil. Das ist ein transparenter Rohrbogen. Und zwar habe ich mal irgendwann vor Jahren für einen Kunden von mir einen Messestand geschaltet. Der Kunde von mir hat halt Dichtungsringe gemacht, die Dinger, die hier vorne reinkommen. Und der wollte die halt auf dem Messestand auch vernünftig zeigen können. Da habe ich dann gesagt, pass auf, wir versuchen einfach mal, ob wir irgendwie transparente Rohre machen können. Riesenaufwand, lange Geschichte, ganz egal. Auf jeden Fall habe ich davon noch ein paar über gehabt. Eins hängt hier und das andere hängt hier. Da habe ich ganz einfach von innen 3 Schrauben an die Wand gemacht und das Ding da rüber gestülpt und das war es eigentlich schon. Hier so ein Winkel, da habe ich mir das Ding da oben für gebaut. Hier unten noch ein Dübel mit an die Wand, damit das vernünftig hält, das Ganze, damit das auch vernünftig hängt hier. Schieblehre, ein paar Zollstöcke. Hier habe ich dann meine ganzen Bits mal vernünftig untergebracht. Licht drauf. Also alles Mögliche, was ich hier so an Bits rumfliegen hatte, habe ich mir einfach mal hier schön auf das Brett drauf gemacht. Die sind übrigens echt geil. Guck mal, wenn man nämlich hier mal irgendwie so einen Haken in die Decke schrauben möchte, kann der das Haken rein und raus. Den hat mich immer genervt, bis ich mir das mal irgendwann zugelegt habe. Naja, hast ja gerade schon gesehen, hier ab und zu poppen hier so kleine Hinweisdinger auf. Ich versuche alles zu verlinken, was ich hier benutzt habe oder wo ich halt denke, dass das irgendwie sinnvoll ist. Aber machen wir mal weiter. Das Ding hier finde ich ja auch geil. Das ist so ein Taschenbohrer, ne? Den kannst du so an die Wand halten, von unten reinbohren und dann hast du hier so eine Tasche. Achso, und hier vorne, guck mal, hier habe ich jetzt auch so zum Beispiel ein paar mit Magneten gearbeitet. Da habe ich so ganz starke Magneten mir organisiert mal. Verlinke ich natürlich auch. Und da kann man ganz einfach auch mal so Sachen eben so dranhängen. Hier Maulschlüssel, Forstner Bohrer. Auch das einfach nur 1, 2, 3 Bretter. Eins für die Rückwand, eins für unten, eins für oben. Oben Löcher durch, unten nur leicht angebohrt, dass man das da so reinstellen kann. Und das war schon noch einfacher zum Beispiel, aber hier meine Stechbeitel. Ist auch ganz einfach nur, guck mal, einfach nur so ein kleines Brett an der Wand und hier 4 Magnete reingemacht. Und jetzt kann ich ganz einfach die Dinger, das sind halt echt starke Magnete. Ich habe lange gesucht, bis ich die gefunden habe. Zack, und das war's. Und jetzt habe ich die hier einfach dranhängen. Also man sieht schon, die sind wirklich stark. Also die kann ich einfach dran machen und die halten halt auch. Geht's mal hier vorne weiter. Ich habe mir hier noch ein kleines Regal gebaut. Manchmal passen Sachen einfach wunderbar zusammen. Manchmal passen Sachen. Das hier zum Beispiel ist meine Akkuladestation. Volle Akkus lagere ich hier vorne.
Und wenn mal ein leerer Akku dabei ist oder falls mir mal einer leer gehen sollte, der zum Beispiel hier hat er noch, packt ihn hier vorne drauf oder falls schon einer drin ist, lege ich ihn davor. Das heißt, hier sind immer die leeren Akkus und hier vorne lagern die vollen Akkus. Ich habe richtig Ordnung in der Werkstatt mittlerweile. Ich erkenne mich gar nicht wieder, aber es macht richtig Spaß, so zu arbeiten, weil man halt nichts mehr suchen muss. Alles ist immer sofort da, wo man es hingetan hat. Wenn man es da auch wieder hin zurück tut. Das ist halt Voraussetzung. Okay, hier auch ganz einfach meine Hämmer. Das sind einfach Dübel. Hier nochmal mit Magneten das Ganze. Hier nochmal so ein kleines Mini-Regal für meinen Inbus. Auch der ist kunterbunt. Schraubenzieher, selbsterklärend. Hier nochmal wieder was mit Magneten. Also meine ganzen Spezialbohrer, sage ich mal. Oder so, die halt irgendwie, ups. Hier das gleiche nochmal für Steinbohrer, Metallbohrer und Holzbohrer. Ein kleines Mini-Regal nochmal für mein Bohröl. So, hier oben hängen nochmal ein paar Wasserwagen. Hier hängt ja die große, lange Wasserwaage. Da. Und die kleinen Wasserwagen habe ich alle hier halt irgendwie so, die sind auch mit Magnet auf der Rückseite nochmal. Den kann ich jetzt nicht wirklich empfehlen, da habe ich mir auch schon einen neuen bestellt. Aber egal, hier habe ich mir auch so ein kleines Mini-Regal gebaut, guck mal. Und natürlich ist das auch gerade. So soll es ja auch sein. Wenn man schon Wasserwagen lagert, die wollen ja auch gerade gelagert werden. Hier so. Das hier ist einfach nur, das hat auch mit Magnet von hinten. Da habe ich einfach nur hier so ein Metallding an der Wand geschraubt. Jetzt kann man den da so dranhängen. Safety first und erste Hilfe für die Werkstatt. Bevor wir jetzt dazu kommen, kommen wir noch mal zu meiner anderen Sicherheitsabteilung. Und zwar ist es die hier oben. Hier habe ich mir auch, das ist so ein altes Brett mit ein paar Haken dran. Guck mal hier, da habe ich jetzt Schutzbrillen, was für die Ohren. Das ist nochmal hier, wenn man was mit Laser machen möchte, so eine grüne Brille. Also so eine lasergrüne Brille. Diese grüne Brille, nicht die andere grüne Brille. Und hier nochmal so ein Darth Vader. Das hatte ich mir nochmal letztes Jahr gedruckt. Das wollte ich eigentlich nochmal mein Boot damit motorisieren, aber naja, der Sommer fängt ja auch gerade erst an. Vielleicht passiert das ja nochmal. Das ist meine andere Sicherheitsabteilung. Hier habe ich einen Feuerlöscher, falls mal brennt. Und hier eine kleine Apotheke. Das ist einfach nur eine alte Kiste. Da war mal eine Flasche Wein drin und irgendwie ein Glas oder sowas. Ich weiß es gar nicht, mal geschenkt bekommen. Die habe ich mir halt einfach nur schwarz lackiert. Bisschen Farbe drauf gemacht. Von innen noch ein bisschen schön gemacht wieder. Und ja, habe mir dann ein paar Regale reingebaut und ein bisschen was zum Aufhängen. Es gibt eine Sache, die mich quält. Irgendetwas fehlt. Oh, Jemine, oh, Jemine. Dann kam die zündende Idee. So sieht das Ding von innen aus. Hier hängt eine Schere dran, wieder mit Magnet. Also das heißt, ich kann die jetzt einfach so abnehmen. Da ist der Magnet, kann die wieder dranhängen. Pflaster, Jod, Verbands, blabla. Hier Feuchttücher und so weiter. Ursprünglich war hier mal so ein Verschluss dran, dass man es wirklich so aufmachen musste und so. Aber dann habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn ich mich echt mal verletzt habe und ich kann nicht irgendwie lange dran rumfummeln. Deswegen habe ich hier so einen Magnetöffner reingebaut. Ich kann es einfach, zack, ist auf. Hier, da ist er. Guck, zu, auf, zu, auf. So sieht das Ganze aus. Ich brauch Regale an die Wand, Regale für das Werkzeug. Oh yeah. So, dann geht es hier oben weiter. Und zwar habe ich hier oben da mir ein paar Regale hingebaut. Ich habe die und die Platte einfach auf das Brett und auf das Brett draufgelegt. Die habe ich ja von oben angeschraubt. Also es ist schon fest hinten, aber vorne wollte ich halt jetzt nicht irgendwie hier so dicke Balken dran bauen. Da habe ich einfach hier so Metall genommen, an der Seite einfach dran gemacht. Das hatte ich noch über. Ich weiß gar nicht, woher das kam. Das hatte ich irgendwo in meinem Metalllager gefunden. An der Seite dran gemacht, oben nochmal befestigt, auf der anderen Seite auch. Und das war das untere Regal. Dann hatte ich aber oben drüber noch so viel Platz, da habe ich mir noch ein zweites Regal reingebaut. Das hier und das ist auch einfach oben befestigt. Also das ist an der Wand natürlich dran. Man sieht das hier vorne, da geht eine schwarze Leiste drunter her. Und habe mir einfach ein paar Fächer reingebaut und habe dann da Maschinen reingemacht. Also die Fächer immer echt wirklich genauso groß, wie die Maschinen auch sind. Hier zum Beispiel sind meine Stichsägen und das habe ich gerade auch schon mal, vielleicht kann man das sogar hier vorne auch schon sehen. Ich habe meine Stichsägenblätter zum Beispiel immer direkt mit dabei. Genau wie hier zum Beispiel auch. Ich habe hier meine Winkelschleife und habe dann halt hier auch einmal für Stein oder für Metall oder was zum
Schleifen da hinten auch nochmal direkt immer da, wo es hingehört. Hier zum Beispiel auch. Hier habe ich Elektro-Tacker und manuellen Tacker, Bio-Tacker. Ich habe die Bio-Tacker-Tackernadeln auch hier liegen und dafür hier vorne dann auch hier für die Elektro-Tacker. Hier das gleiche nochmal, Heißklebepistole und die Patronen dafür. Achso, das hier ist übrigens so ein kleiner Mini-Kompressor für mein Airbrush-Set hier vorne. Hier oben ist nochmal was zum Löten. Hier, ne? Auf jeden Fall ist das so hier oben, ja, da sind meine ganzen kleinen Geräte. Meine großen Geräte habe ich im Moment gerade hier vorne stehen. Schleifmaschine und die Dekopiersäge. Oder halt hier unten die Kappsäge, eine Metallsäge, Schweißgerät hier vorne oder eine Tischkreissäge. Kommen wir gleich nochmal zu. Weil über diesem Regal habe ich noch ein Regal. Und zwar ist das wirklich, ja, das Regal da oben ist eigentlich Gold wert, weil da kann ich so viel lagern. Man sieht auch schon hier vorne Reifen, Rollen, Acryl, Silikon, Farben, Malerkram. Also verschiedene Sachen habe ich hier oben gelagert. Da ist noch mal ein zweites Regal oben drauf, weil hier ist noch so eine kleine Einbuchtung in der Decke drin. Habe ich halt auch direkt mitgenutzt. So, hier lagern halt hier oben die Sachen, die ich halt regelmäßig brauche. Da sind so die Sachen, die ich eigentlich nie brauche. Weihnachtsdeko zum Beispiel. Jetzt ist es aber so, dass ich da oben kaum rankomme. Also ich müsste halt immer da hochspringen. Ich bin so klein, oh nein, ich komme da nicht dran, oh nein. Und deswegen habe ich mir diese Leiter hier gebaut. Und die finde ich auch richtig gut. Jetzt kann ich einfach da eben hochklettern, mir das ganze Dings mit runternehmen, was ich hier brauche, wieder runter und die Leiter wieder aus dem Weg rausschieben. Super effektiv finde ich das. Komm, ich zeige mal ganz kurz, wie ich das gemacht habe. Eigentlich auch ganz einfach. Ich habe hier so Träger reingeschraubt. Die sind von vorne durchgeschraubt und hinten halten die fest. Nochmal eine Schraube von unten durch. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Bis hier vorne hin. Dann habe ich hier einfach eine Metallstange oben drauf geschweißt. Sieht nicht schön aus, aber es hält. Und dann habe ich mir diese Leiter besorgt von Kleinanzeigen. Falls du mir auf Instagram folgst, dann weißt du das auch schon. Hier. Kleinanzeigen. Eine Leiter. Ich muss jetzt nur hier rein irgendwie. Ich sehe außerdem im Halteverbot. Ups. Die habe ich mir aus Osnabrück geholt. Aus so einer Studentenbude irgendwie. Das war mal von einem Hochbett oder so und die hatten keinen Bock mehr übereinander zu pennen. Was weiß ich denn. Ich habe auf jeden Fall hier oben dann einfach eine Schraube durchgezogen und hier diese kleinen Rollen drauf gemacht, die jetzt da genau drauf halten. Ich hatte ursprünglich auch an den Füßen Rollen unten dran. Also nicht an den Füßen, sondern an denen. Das hat sich aber irgendwie als nicht so ganz praktisch erwiesen. Deswegen habe ich hier so dicke Gummiproppen drunter gemacht, damit das Ganze auch vernünftig steht, nicht wegrollen kann. Und ich kann das Ganze jetzt einfach hier anheben, zur Seite schieben. Passt immer, hält immer. Und vor allen Dingen nimmt fast gar keinen Platz weg. Guck. Ich hab ein Lager für Holz, 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 Holz. Und auch ein Lager für Metall. Guck mal hier, das hier ist mein Holzlager. Ich habe hier vorne ein langes Regal, was vom Boden bis zur Decke geht und hier vorne mehrere kleine reingebaut, hier noch so mit Mini-Reste. Das ist noch übergeblieben aus dem letzten Video. Hier auf jeden Fall kleine Platten, große Platten, hauptsächlich Holz auf jeden Fall. Ich habe hier vorne noch einfach, das sind so Jalousienwellen. Auch nochmal so, was ich hier an Holz habe, reingepackt. Hier sind noch so ein paar Kunststoffdinger mit dazwischen. Das ist wie gesagt die Abteilung Holz. Hier vorne ist die Abteilung Metall. Auch ganz einfach aus Holz hier so ein Ding hingezimmert. Und ja, hier vorne sind die langen Teile, hinten die flachen, vorne die Quadratrohre und so weiter. Das gehört hier gar nicht hin. Jeder, der schon mal irgendwie was mit Metall gemacht hat, weiß ja, dass auch mal so kleine Stücke überbleiben. Und sind wir mal ganz ehrlich, sowas kann man immer gut gebrauchen. Natürlich wird das nicht weggeschmissen, sondern eingelagert. Also, das ist mein kleines Metalllager. Ich habe einen Entwerfen und darauf mal ich meine Skizzen. Naja, alles hat ja hier irgendwie so ein bisschen mehrere Funktionen. Das ist nicht nur eine Tür, das ist auch eine Tafel. Ich habe hier einfach eine Tafelfolie aufgeklebt und kann jetzt hier mit meinen Tafelstiften was draufmalen. Hallo.
Super praktisch, weil man kann mal eben hier eine kleine Zeichnung hinmachen, wie zum Beispiel das hier oder hier habe ich so geplant, wo ein Schraubstock hinkommt und so. Also super geil. Will ich nicht wieder anders haben, finde ich super praktisch. Ansonsten hängen hier so ein paar Magnethaken rum mit so, das sind hier Stahlnägel zum Beispiel. Hier ist zum Beispiel noch der, wenn mal was runterfällt, dann kann man den ganz gut nehmen dafür. Also wie gesagt, auch die Metallwand kann man mit diesen Magnethaken hier echt geil verwenden, echt geil benutzen, um zum Beispiel ein paar Sachen aufzuhängen, wo man sonst nicht weiß, wo man damit hin soll. Ich hab nen Apfel, Abfallwagen, Rollen und Regale. Der steht jetzt zum Beispiel hier gerade so echt so ein bisschen blöd vor der Tür eigentlich. Nicht blöd, sondern halt, da passt er ja auch gerade hin. Ich will nicht nach draußen, deswegen kann er da ruhig stehen. Falls du doch nach draußen möchte, kann ich den einfach nehmen und zur Seite schieben. Ich habe mir unter dieses Möbelstück, unter dieses Möbelstück und unter den Rollcontainer hier Gelenkrollen gemacht. Und zwar nicht 2 starre und 2 bewegliche, sondern immer 4 bewegliche. Aus einem ganz einfachen Grund, guck mal. Weil so kann ich das Ding jetzt nämlich einfach nehmen und in jede Richtung drehen und schieben, wie ich es möchte. Und wenn ich es mal hier vorne stehen haben möchte, weil ich gerade nach draußen will, dann packe ich das hier. Ach so, deswegen ist übrigens auch hier die Markierung an der Wand. Also es darf hier an der Wand nichts tiefer hängen als diese Markierung, weil sonst kommt der dagegen. Naja, okay, was ist das hier überhaupt? Es ist im Endeffekt so ein Multifunktionswagen. Also das hier ist ein Mülleimer. Die dicke blaue Tonne hier habe ich letztes Jahr für so ein Video, für so ein Challenge benutzt. Da haben wir Boote rausgebaut. Auf jeden Fall habe ich hier eine blaue Tonne, eine große rote Wanne, eine kleine grüne Wanne und 2 schwarze. Da ist halt so verschiedener Kram einfach drin. Obendrauf habe ich halt hier so ein Äpfele für Abfälle. Ist jetzt ein Abfalleimer. Wenn man zum Beispiel Müll hat, kann man ganz einfach das hier so reinwerfen. Es geht auf und ab mit diesem Tisch. Kommen wir aber direkt zu Möbelstück Nummer 2 und das ist der Tisch hier vorne. Der Tisch ist auch mega praktisch, weil man kann den einfach in der Höhe verstellen. Das ist ein System von einem alten Schreibtisch. Ja, ich habe den so eingestellt, dass er exakt bis hier drunter fährt, ohne was kaputt zu machen. Und halt wieder runterfährt, ohne hier dran zu stoßen. Das heißt, man kann hier jetzt so tief dran arbeiten. Ich könnte sogar einen Stuhl und Hocker da vorstellen, MacBook drauf, hier dran arbeiten zum Beispiel. Oder wenn man lieber im Stehen arbeiten möchte, das Ganze einfach nach oben fahren. Das ist aber noch nicht alles, falls du das gedacht hast. Weil ich habe hier auch noch direkt mir 2 Steckdosen angebaut. Ich habe hier vorne noch USB-Anschluss und kann hier per Induktion mein Handy laden zum Beispiel. Das ist also der höhenverstellbare Arbeitstisch. Machen wir mal damit weiter. You see me rolling mit meinem Rollcontainer. Diesen Rollcontainer hier habe ich mir auch mal selber gebaut. Eigentlich ganz einfach aus ein paar Platten. Habe ich einfach genommen, aneinander geschraubt. Seite ist Leimholz. Hier oben drauf habe ich eine Multiplexplatte und unten ist, glaube ich, sogar nur Sperrholz, also ein Pressspan oder sowas. Und die Schubladenböden ist auch einfach nur ein Leimholz. Vorher natürlich geguckt, wie groß das alles sein muss, damit die Dinger hier auch reinpassen. Die alten Teile habe ich auch von Kleinanzeigen. Super Schnäppchen gemacht. Ich glaube, so ein Teil für 4 €. Und also egal ob klein oder groß, die kosten gleich. Und ich habe halt 2, 4, 6, 8, 10 Stück davon. 2 davon habe ich noch mal ein bisschen bunt gemacht. Einfach nur so als Farbklecks. Aber so einfach wie es ist, so geil funktioniert es auch. Auch hier wieder 4 Rollen drunter. Ich kann das ganze Ding drehen in alle Richtungen. Wegschieben, wenn ich mal ein bisschen mehr Platz brauche da unten. Oder halt wieder zurückschieben. Immer halt so, wie es gerade gebraucht wird. Also ganz einfach gemacht, aber super praktisch. Und vor allen Dingen auch das hier, Stauraum, kann man in so einer kleinen Werkstatt eigentlich nie genug haben. Ein Highlight meiner Werkstatt ist die Absauganlage. Da steht nochmal so ein dickes blaues Fass und daneben mein Staubsauger. Ich weiß zum Beispiel, dass man für so eine Absauganlage so ein Kunststofffass nicht als allererste Wahl nehmen sollte oder dass es was Besseres gibt als das auf jeden Fall. Ich hatte davon aber halt 2 und habe dann halt 1 dafür genommen. Habe auch bis jetzt ehrlich gesagt noch keine Probleme damit gehabt. Also, was ist das Ganze? Das ist ein Kunststofffass obendrauf. Das Ding hier nennt sich ein Zyklon. Dieser Zyklon, der scheidet sozusagen den Staub und Dreck ab
und das Ganze landet dann halt unten in der Tonne. Das heißt, hier oben, hier ist halt der Staubsauger angeschlossen, der kommt hier oben rein, der saugt Luft an und das Ganze wird dann halt so oben geschleudert, dass das Ganze nach unten in der Tonne landet. Ich konnte mir selber nicht vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Hab's aber ausprobiert, hier mal einmal die blaue Tonne komplett leer und den Beutel aus dem Staubsauger rausgenommen, um mal zu zeigen, dass das Ding auch komplett leer war. Hab dann alles mal zusammengebaut und hab dann mal hier in diesem Raum, bevor ich den renoviert habe, ein bisschen Staub gesaugt. Also alles, was hier so rumlag, einmal weggesaugt. Da kann man auch wirklich sehen, dass eine ganze Menge nachher in der blauen Tonne gelandet ist und fast gar nichts, also so gut wie gar nichts, im Staubsauger selber. Also das ist erstmal das Prinzip davon, wie das Ganze funktioniert. Dann habe ich das Ganze einfach hier in die Ecke gestellt und habe dann mit Rohren, mit so KG-Rohren und mit ein paar Abzweigern, hier so ein T-Stück oder halt einfach so ein 90-Grad-Winkel hier vorne, mir das alles aufgeteilt. Und dazu sind halt ganz wichtig diese Dinger hier, weil die kann man jetzt auf und zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausziehe, ist das Ding auf. Und die Luft wird halt von hier weiter gesaugt. Das gleiche habe ich hier nochmal. Ich habe insgesamt 4 Stellen. Einmal hier für das Teil hier vorne, zeige ich gleich. Und dann nochmal 2, 3 und 4. Hier ist gerade nichts angeschlossen. Aber an dem zweiten hier ist jetzt zum Beispiel die Dekopiersäge angeschlossen hier vorne. Die ganzen Aufsätze habe ich einfach mit einem 3D-Drucker gemacht. Also einmal gemessen, was für einen Durchmesser ich brauche und habe so ein Gummifilament dafür genommen, was da echt gut rüber passt und auch gut luftdicht abschließt. Das gleiche hier vorne auch. Sitzt halt wirklich fest drauf. Und wenn ich jetzt hier was dran schleife, landet das Ganze halt automatisch auch sofort unten in der Tonne. Ich zeige das mal. Wenn ich jetzt hier anmache. Ach so, Moment. Okay, wie du vielleicht gehört hast, der Staubsauger ist direkt mit angegangen. Also, wenn ich hier irgendwas anstelle von meinen Maschinen, geht halt der Staubsauger sofort mit an. Das passiert aus einem ganz einfachen Grund, weil ich habe hier unten eine Master-Slave-Mehrfachsteckdose. Also alles, was da hinten dran hängt, startet halt sozusagen das hier vorne. Hier vorne hängt der Staubsauger dran und da hinten ist ein weißes Kabel, das geht halt hier hin. Ich habe halt da an meiner Werkbank hier vorne Mehrfachstecker dran. Alles, was hier angeschlossen ist, wenn da Strom rüber geht, erkennt das die Dose da unten und schaltet halt den Staubsauger sofort mit an. Ich weiß nicht, ob man es jetzt auf dem Video gesehen hat, aber guck mal, das ist gerade alles, was an Staub wirklich noch hier gelandet ist. Und da muss ich sagen, das ist für mich ein riesengroßes Upgrade, weil ich habe sonst immer alles voller Staub gehabt, wenn ich was geschliffen habe. Das habe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, ich kann einmal meine Absauganlage hier anschließen, ich kann die auch da anschließen. Ich könnte auch noch ein drittes Gerät hier vorne hinstellen. Und eine Sache habe ich mir noch selber ausgedacht, und zwar das hier. Ich habe mir einfach hier vorne dran nochmal so einen Schlauch gemacht, der mit so einem Gegengewicht hier hinten in dem Rohr drin hängt. Das heißt, ich habe hier oben so kleine Umlenkwellen, also so ein Seil, was hier über 2 Rollen läuft. Und das Gegengewicht hinten in dem Rohr hier zieht das Ganze wieder nach oben. Das heißt, wenn ich jetzt mal zum Beispiel einfach mal eben schnell was wegsaugen möchte, kann ich auch ganz einfach den Staubsauger einfach so anmachen und mal eben hier was wegsaugen. Und, man kennt das ja, man möchte gerade mal irgendwie was bohren oder so, ein Loch irgendwo reinbohren und hat da keine helfende Hand zur Hand, dann kann ich jetzt ganz einfach das Ding nehmen, so, das hier festmachen und könnte jetzt hier vorne jetzt zum Beispiel irgendwie arbeiten, was bohren, Bohrer drauf, in Holz reinbohren und er saugt mir das hier vorne ab. Das heißt, ich habe mir sozusagen so einen dritten Arm geschaffen, der mir halt meinen Staubsauger dahin hält, wo ich ihn gerade brauche. Also da muss ich auch sagen, das ist schon, da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Schau dir mal die Werkbank an und was die Werkbank alles kann. Autobots transformiert euch. Okay, kommen wir jetzt mal zu diesem Tier. Das ist meine Werkbank, also das Hauptstück eigentlich dieser Werkstatt. So, jetzt habe ich hier vorne mir so einen Notausschalter angebaut. Also der ist jetzt natürlich an. Also hier rüber, über den Schalter läuft im Endeffekt diese Steckdose. Das heißt, wenn ich mal irgendwo hier oben was machen sollte und irgendwas Unvorhergesehenes sollte passieren und ich bin alleine in der Werkstatt und keiner ist da, um mir zu helfen, weil ich verhedder mich hier drin, meine langen Haare kommen hier irgendwie rein oder sowas halt, dann kann ich ganz einfach das Ding hier unten mit einem Tritt ausschalten.
Notausschalter. Jetzt ist der komplette Strom aus hier vorne. Finde ich auch schon sehr praktisch. So ist er wieder an. Ansonsten habe ich hier einfach so ein paar, hier ist eine Schublade für die ganzen Schweißsachen und so. Hier unten drunter ist nochmal eine kleine Abteilung mit, oh, ich weiß nicht, warum das da, Kiste voller Schrauben. Guck, habe ich einfach so 2 Griffe dran gemacht. Das heißt, ich kann es jetzt auch so durch die Gegend tragen, wenn ich möchte. Und das Ganze bei der hier auch. Das sind auch einfach so Kisten, die ich mal irgendwann, da war mal Wein drin, glaube ich. Habe ich mal geschenkt bekommen und habe dann irgendwie gedacht, warum soll ich die wegschmeißen, sind ja ganz geil. Komm mit, ich zeig dir noch was. Und zwar das Ding hier, das habe ich mir hier nochmal, das ist so ein geschweißtes Gitter, aber pass auf. Ich kann es jetzt einfach, zack, hochdrücken. Das hat eine Tragfestigkeit, ich glaube bis 150 Kilo. Und das Geile ist halt, das ist jetzt halt komplett aus Metall, weil man ahnt es schon, hier ist ja auch schon meine Schweißabteilung. Und ich kann jetzt ganz einfach hier vorne, klick, das Ganze als Schweißtisch nutzen, wenn ich möchte. Dafür natürlich am besten die Tür aufmachen. Man muss es aber nicht unbedingt als Schweißtisch benutzen. Ich kann es auch einfach als verlängerte Arbeitsfläche benutzen. Ich habe mir hier noch einen Schraubstock dran gemacht, einen Schraubstock. Oder ich kann das Ganze auch so befestigen. So, und wenn du jetzt schon denkst, dass das alles war, was das Ding hier kann, dann hast du dich geschnitten, weil jetzt pass mal auf, wir nehmen das ganze Ding mal mit nach nebenan. Also so einfach kann ich jetzt die komplette Werkbank mit dem kompletten Werkzeug drin einfach hier rüberschieben, habe jetzt die ganze Garage zum Arbeiten, wenn ich mal ein bisschen mehr Platz brauche. Das ist aber noch nicht alles, pass auf. Wenn ich nämlich jetzt hier ausklappe und hier ausklappe und dann hier oben umklappe, dann habe ich hier auf einmal eine Riesenwerkbank. Das Absperrband ist nur dafür da, soll mich daran erinnern, hier sollte ich mich nicht unbedingt draufsetzen, also keine schweren Sachen draufpacken. Da kann man ein paar Sachen ablagern oder mal irgendwie, wenn man ein großes Brett schneiden möchte, hinlegen und so. Aber es hält jetzt nicht irgendwie einen ganzen Menschen aus. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier die Arbeitsfläche einfach verdoppelt. Weiter geht's. Ich kann das hier rausnehmen und stattdessen hier oben ganz einfach eine Kreissäge reinsetzen. Ich habe mir hier vorne eine kleine Auslassung reingefräst, da kann ich jetzt den hier auch wieder einschließen. Also auch das nochmal eben als Info. Ich bin kein Profi-Handwerker. Ich bin auch kein Handwerker, der damit sein Geld verdient. Ich mache das, weil ich da Bock drauf habe. Und ich weiß, dass das hier keine super, mega professionelle Kreissäge ist, Tischkreissäge ist. Aber ich komme damit ganz gut klar. Aber auch das ist noch nicht alles, weil hier passt ja noch viel mehr rein. Und zwar meine Oberfräse. Man kann jetzt hier mit einer Oberfräse arbeiten. An und aus mache ich das Ganze über den Schalter unten, den ich da dran habe. Und so ist meine kleine Werkbank, meine fahrbare Werkbank, multifunktional und für alles Mögliche zu verwenden. So, eine wichtige Sache hier vorne noch, warte mal. Und die kann ich hier ganz einfach hier vorne dranhängen. Zack, ist er nicht mehr im Weg. Steht auch hier nicht über. Und so ist es wieder eine große Fläche. Die Scharniere hier vorne haben noch eine kleine Besonderheit. Und zwar, als ich das mal so bauen wollte, hatte ich mir ganz normale Scharniere gekauft, aber das ging halt nicht mit denen, weil da immer diese Dinger hier oben, diese Nupsis immer im Weg waren. Und dann habe ich mir diese 180° Scharniere mal irgendwie bestellt, die habe ich durch Zufall gefunden. Und die sind hierfür genau richtig. Also ich habe jetzt hier wirklich komplett glatt, das ist jetzt, da guckt nichts oben raus. Ich kann da so rüberfühlen, das passt einfach alles hier genauso. Also beschweren kann man sich da eigentlich weniger. So sieht das Ganze aus. Wir packen schnell wieder ein und schieben das ganze Ding wieder nach nebenan. Das war's jetzt. Mein 7 Quadratmeter Werkstattvideo. Hat ein bisschen länger gedauert. Also das Video hat länger gedauert. Hat aber auch länger gedauert, bis es fertig war, das Video. Also das Produzieren hat ein bisschen länger gedauert. Sorry nochmal dafür. Ab jetzt kommt wieder ein bisschen regelmäßiger Content, weil ich habe jetzt ja meine Werkstatt, in der ich auch vernünftig arbeiten kann. Die nächsten Projekte stehen schon an. Und ich freue mich drauf, endlich hier richtig loszulegen. Falls dieses Video dir irgendwie geholfen hat, in deiner kleinen Werkstatt vielleicht Inspiration zu finden oder das eine oder andere zu optimieren oder du denkst irgendwie, ey, geile Idee, baue ich auch so, mach es. Ich freue mich drüber, wenn ich jemandem helfen konnte damit. Und ja, falls dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über ein Like. Falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere gerne meinen Kanal, der wächst so langsam vor sich hin. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Schau diese Werkstatt an,
Daniel ist der Werkstattmann, alles das auf kleinstem Raum. Diese Werkstatt ist der reinste Traum.